Zum neuen Video. Ja, heute geht es endlich mal los mit den Let's Plays und ich fange mal an mit einem Blind Let's Play sogar, und zwar von dem Spiel der Stanley Parable. Und ich habe eigentlich kaum Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Das macht ja auch so ein Blind Let's Play eigentlich aus, meiner Meinung nach. Drücken wir einfach Spiel beginnen. End is never, the end is never, the end is never, the end is loading. Never. Okay. Also ich glaube, das Spiel, wie wir sagen, ist gerade lädt. Fragt sich nur, wie lange das lädt. Ich habe es doch auf meiner SSD gepackt. Warum dauert es so lange? Ja, komm schon. Beeilung, Beeilung. Also ich habe es wirklich noch nicht ein einziges Mal gestartet. Ich habe es nur kurzzeitig gestartet und habe mal die ganzen Grafikstellungen aufs Maximum gedrückt. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. Klingt ja And although spannend. others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, also für die jetzt nicht so gut Englisch können. Wir sind Stanley, ein Mitarbeiter in unserer Firma und du müsst einfach nur das tun, was auf diesem Monitor steht. Aber heute an diesem Montag ist irgendwie alles anders und es passiert einfach nichts. Wenn ich hier lang gehe, bleib ich hängen? Ich bin gerade hängen geblieben. Okay. Ich habe übrigens auch keine Beine, keinen Körper und kein gar nichts. Okay. Müssen wir mal herausfinden, was hier so passiert ist. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Alle sind weg. Deswegen ist das Meeting Room. Nice, diese Aussicht. Ah, wir können sogar schleichen. Krass. Ich habe auch keinen Bluff in den Controls oder sowas. Ich die Tür anklicke, da die ist wahrscheinlich halt abgeschlossen oder so. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Machen wir das? Gehen wir durch die linke Tür oder gehen wir durch die rechte? Angeblich sollen wir durch die linke durchgehen, also... Ich will raus, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt gerade so Angst vor einem Jumpscare oder sowas. Ah, der Meeting Yet Room. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Meeting Room, Floor 4XX, Group, Cover durchgestrichen, Planning, alles klar. Also, sieht fast aus wie, wenn ich was in der Schule machen würde, so. Also, was machen würde. Do not alter without consulting Whiteboard Manager. Also, hier nichts draufschreiben, glaube ich, ohne den Whiteboard Manager dafür zu fragen, alles klar. Tomorrow, morgen, completed days, unfinished, alles klar. Oh, eine geile Liste hier. Who moved my desk? Alles klar. To do? Alles klar. Okay.
Room closet. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Wenn natürlich auch mal hier die Türen zumacht hinter uns, aber... Oh. Und wie könnt ihr heute mal rein jeden Morgen? Executive Bathroom. Kann man durchgucken so ein bisschen. Okay. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845, aber hier kommt so ein kleines Fadenkreuz hier irgendwie, aber